In dieser vierteiligen Videoserie dokumentiere ich den Bau einer multifunktionalen Werkbank. Aus großen Multiplexplatten wurden alle Bauteile zugeschnitten, die Zagenkonstruktion gefertigt und dann verschraubt. Der Sicherheitsschutzschalter und die Doppelspindelzange von Veritas wurden installiert. Die Unterkonstruktion wurde mit der Werkbankplatte verbunden und außerdem sämtliche Löcher in die Tischplatte gebohrt. Und hier noch einige Eindrücke von weiteren Arbeiten, die in diesem dritten Teil zu sehen sein werden. Unter anderem werden die Incra-Einlegeplatte und die Tenutschiene installiert. Die Oberfräse wird mit der Incra-Platte verschraubt und die Nuten für die Führungsrohre der Anschlagbretter werden in die vordere Zage mit Hilfe einer Frässchablone eingefräst. Die Ausfräsung für die Incra-Fräsplatte mache ich hier mit einer Frässchablone aus MDF, die ich zusammen mit der Incra-Platte gekauft hatte. Diese wird an der gewünschten Stelle fixiert, hier mit meinen selbstgebauten Spannelementen aus Flachstahl. Die Schablone wird mit einem Bündigfräser mit Anlaufring oben abgefahren. Um eine saubere Fräsung ohne Brandspuren zu erreichen, nehme ich nicht zu viel Material in einem Arbeitsgang ab, sondern fräse in mehreren Durchgängen auf die erforderliche Tiefe und nutze dabei den Tiefenanschlag der Oberfräse. Ich fräse etwas tiefer als die Dicke der Einlegeplatte, da diese über Justierschrauben an den Kanten verfügt. So kann die Platte genau bündig mit der Werktischoberfläche ausgerichtet werden. Bevor die Schablone abgenommen wird, prüfe ich zunächst das Tiefenmaß der Fräsung. Man könnte auch die Frässchablone von Festool, die MFS, verwenden. Allerdings reicht hier die MFS 400 nicht aus. Diese kann aber mit einem Verlängerungsprofil mit 1 Meter Länge erweitert werden. Nun wird der innenliegende Bereich noch mit der Stichsäge ausgeschnitten. Dazu bohre ich vorher 10 mm große Löcher in die Ecken. Diese sind nötig, um das Sägeblatt der Stichsäge einführen zu können und auch an den Ecken die Säge drehen zu können. Mit den Justierschrauben an den Kanten wurde die Einlegeplatte bündig zur Tischoberfläche ausgerichtet und mit einer Arretierschraube an einer Ecke fixiert. Als nächstes wird die Nut für die Incra-Tenutschiene in die Tischplatte eingefräst. Da diese genau 28,7 mm breit sein muss und ich natürlich keinen Fräser mit diesem Durchmesser besitze, helfe ich mir mit der Feineinstellung für die Führungsschiene. Die Position des Fräsers kann mit dessen Hilfe auf den Zehntelmillimeter genau verschoben werden und so die Nut in mehreren Durchgängen ausgefräst werden. Die Schiene passt perfekt in die Nut und wird noch auf die benötigte Länge gekürzt. Die Spannzange an meiner kleinen Multiwerkbank habe ich mit Gummimatten ausgekleidet. So können Werkstücke sicher geklemmt werden, ohne viel Druck aufbauen zu müssen. Auch empfindliche Teile wie lackierte Oberflächen können so sicher und schonend eingespannt und lackiert werden. Mit einem Zentrierbohrer werden die Löcher für die Befestigungsschrauben vorgebohrt und dann die Schienen verschraubt. Damit der Queranschlag flüssig und absolut spielfrei in der Schiene läuft, müssen noch dessen Justierschrauben mit einem Inbusschlüssel nachgestellt werden. Hier nun die fertig eingelassene Montageplatte mit Tenutschiene und Queranschlag. Diese Montageplatten sind je nach Ausführung für die unterschiedlichen Hersteller von Oberfräsen vorgebohrt. Im Folgenden wird eine Casals Oberfräse montiert und dazu vorher deren Laufsohle abgenommen. Mit 3 Gewindeschrauben wird die Fräse mit der Montageplatte verschraubt. Die Höhenverstellung dieser Oberfräse ist durch eine weitere Bohrung in der Montageplatte zugänglich. Damit kann die Fräserhöhe sehr komfortabel von oben eingestellt werden und Fräser lassen sich sehr einfach ein- und ausspannen. Mit einer Exzenterschraube an der linken oberen Ecke wird die Platte fixiert. Die Reduzierringe werden durch starke Magnete an der Montageplatte gehalten und können werkzeuglos gewechselt werden. Mit einem Abrundfräser werden die Bohrungen in der Werktischplatte und der vorderen Seitenzage angefasst. Dies sollte man unbedingt machen, damit die Beschichtung der Plattenoberfläche beim Verwenden von Spannelementen nicht abplatzt.
Die Nuten für die Führungsrohre der Anschlagbretter werden im Folgenden in die Seitenzage eingefräst. Das geht am einfachsten mit einer Frässchablone, die auf die benötigte Breite der Nut eingestellt wird. Je nach verwendeten Durchmessern der Kopierhülse und Nutfräser muss diese nun wieder etwas größer eingestellt werden. Und zwar um die Differenz der Durchmesser von Kopierhülse und Nutfräser. Die Schablone wird einmalig rechtwinklig ausgerichtet und dann mit den Festtoolzwingen für die Führungsschiene festgespannt. 2 Stahlwinkel werden mit kleinen Nutensteinen als Anschlag für die Tischoberkante befestigt. Das hat den Vorteil, dass man die Frässchablone dann an den verschiedenen Stellen auf die Tischoberkante aufsetzt und festspannt. Sie ist dann automatisch rechtwinklig ausgerichtet. Die Position der Nuten werden an der vorderen Seitenzage markiert, die Frässchablone angesetzt und dann auf den Anriss ausgerichtet. Nach dem Festspannen wird die Rechtwinkligkeit nochmals geprüft und dann die Nut in mehreren Durchgängen ausgefräst. Diese Frässchablone verwende ich auch, um die Nuten in die Anschlagbretter einzubringen. Dies könnte man natürlich auch auf einer Tischfräse machen. Da die Frässchablone aber schon fertig auf die benötigte Breite eingestellt ist und die Kopierhülse mit Nutfräser schon in der Oberfräse eingespannt sind, geht es mit dieser Methode schneller. Damit sich die Anschlagbretter leichtgängig, aber ohne Spiel in diesen Führungsrohren bewegen lassen, wird noch etwas Material abgenommen. Hier muss sehr sorgfältig gearbeitet werden, damit die Anschlagbretter keinerlei seitliches Spiel in den Führungsrohren bekommen und die Genauigkeit damit beeinträchtigt wäre. Schließlich laufen die Anschlagreiter in den Anschlagbrettern und geben ein gewünschtes Maß über die aufgeklebte Skala vor. Nach und nach werden alle benötigten Nuten in die Anschlagbretter eingefräst. Das Werkstück wird wieder ausgespannt und die Kanten der Nut noch mit Schleifpapier gebrochen. So eine kommerzielle Frässchablone ist recht teuer und lohnt sich nicht unbedingt für jeden Heimwerker. Man kann sich so eine Schablone für diesen Zweck aber recht einfach selbst anfertigen. Einfach ein MDF-Brettchen vom Holzhändler mit der Formatkreissäge absolut rechtwinklig zuschneiden lassen und mittig eine Nut hineinfräsen. Diese Nut dient dann als Führung für einen Fräser mit oberem Anlaufkugellager. So einen Fräser benötigt man ja ohnehin, um die Montageplatte für die Oberfräse in den Tisch einzulassen. Die Kanten werden wieder gebrochen und dann geprüft, ob das Führungsrohr spielfrei in die Nut passt. Hier ist ein etwas strammerer Sitz erwünscht, im Gegensatz zu den Anschlagbrettern, die sich ja ohne viel Kraftaufwand nach oben und unten verschieben lassen sollen. Das lange Anschlagbrett benötigt 2 Nuten links und rechts für die Führung. Hier muss besonders genau gearbeitet werden, damit das Brett spielfrei, aber trotzdem flüssig in der Führung läuft. Im letzten Teil dieser Serie werden dann noch die Langlöcher in die Anschlagbretter gefräst und diese dann mit Sterngriffen an die Werkbank montiert. Nach der Installation des Parallelanschlags wird noch ein Fotoshooting der fertigen Werkbank gemacht. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.